Israel had fallen into complete darkness and chaos. Israel ist in die komplette Dunkelheit und Hoffnungslosigkeit. The light was about ready to be stuffed out. Das Licht ist fast erlöscht. Yet the hope of God had not gone out, for Samuel was lying in the tabernacle. Aber das Licht ist noch nicht komplett erloschen, denn Samuel lag im Tempel. Samuel. 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 Here I am, Lord, I'm listening. Hier bin ich, ja, Friede. And the long story of the two books of Samuel is, Und die lange Geschichte der Bücher Samuels ist, we have Samuel wir haben Samuel, being lit as a candle der als Kerze angezündet wird, in the darkness, in der Dunkelheit. and then Saul is lit, Und dann wird der Saul angezündet. and of course, but then Saul doesn't work out very well, does he? Und Saul kriegt das nicht besonders gut hin, oder? And Samuel's dying, Und Samuel stirbt. but before that, Aber davor the light of David is lit. kommt das Licht Davids wird angezündet. And out of David, we get some more promises. Und aus David kriegen wir noch mehr Versprechen. Some room. So he will have a dynasty. Wird eine Dynastie haben. David wants to build God a temple, and he says, no, you're a man of war, your son, a man of peace, will build it. Und sagt, David wird gerne einen Tempel für den Herrn bauen. Und Gott sagt dann, nein, du bist ein Mann des Krieges, dein Sohn, ein Mann des Friedens, wird mir den Tempel bauen. So you have a dynasty, your son will forever sit on the throne of Israel. Und das ist eine Dynastie, dein Sohn wird für immer auf dem Tempel Israels sitzen. A son will build the temple, Auf dem Tempel sitzen und dein Sohn wird einen Tempel bauen. and there'll be rest and peace in the land. Und es wird Ruhe und Frieden im Land sein. And the word rest, same word that's in the seventh day of creation narrative, Und das Wort Ruhe, Ausruhen, wie in der Schöpfung, it doesn't just apply sit on the couch and watch Netflix kind of rest. ist nicht nur ein, setz dich auf die Couch und aufs Sofa und schau dir Netflix an, die Art von Ausruhen. You need something deeper. Etwas Tieferes. This is kind of implies more to have and enjoy sovereign rule. Rule, authority. Okay. Ja, das heißt, dass man letztendlich eine Herrschaft aufgebaut hat, die souverän ist. So it's like, because I sovereignly rule this land, my house, my kingdom, my garden, my whatever, I take a day to stop building it and enjoy it. Also in diesem Gedanken von, weil ich alles so toll gebaut habe, nehme ich mir jetzt einen Tag, um das alles zu genießen. And in the day of rest content, I co-rule and I co-enjoy with God. Und am Tag der Ruhe entspanne ich mich mit Gott, um das zu And genießen. so very similar, but in this context, it means that David would have sovereign rule over the land that God gave him. Und in diesem Kontext heißt das, dass er auch irgendwo dann mitherrscht mit Gott. In other words, no more enemies would attack him. Und keine Feinde würden ihn mehr angreifen. Okay? And so David gets a lot of this in the physical promises. Und diese Versprechen erfüllen sich physisch schon ganz viel. He has sons that carry on for a long time. Er hat Söhne, die das lange weitertragen. Solomon builds the temple. Salomo baut einen Tempel. When Solomon builds the temple, there's this rush of wind and fire and smoke, and the presence of God moves into the temple. Und als Salomo den Tempel baut, zieht Gott gleichzeitig ein mit Rauch, Feuer und so weiter. David, after this promise, has a bunch of wars and basically completely puts down the Philistines and his enemies. Und David führt Kriege und besiegt die Philister komplett.
And so Solomon doesn't have to fight any battles. Also muss der Salomo auch nicht mehr kämpfen. So he's a man of peace. He doesn't have Er ist blood ein on Mann his des hands. Friedens, er hat kein Blut an den Händen. And so he's able to build a temple. Also ist er in der Lage, den Tempel zu bauen. Okay? And then, that's the important stuff. Of course, the quick storyline is after that, we know the history, the kingdom splits, right? Und wir kennen die Geschichtslinie, den weiteren Geschichtsverlauf, das Königreich teilt sich. They fall into sin. Wir fallen in die Sünde. The prophets come. Die Propheten kommen. The prophets keep calling back to the Deuteronomic law. Die Propheten berufen sich auf Deuteronomie. They don't listen. Die Leute hören nicht. And the list of curses in Deuteronomy Und in der Auflistung der Flüche in Deuteronomie become a prophetic history of the nation of Israel. werden eine prophetische Geschichte für die Israeliten. They go through all the curses until both northern and southern kingdom are taken away. Und sie gehen durch all die Flüche, bis Nord- und Südreich aufgelöst werden. But within that, there's always, within all the judgment, there's always a promise of restoration. Aber in allem Gericht And in ist those, ein Versprechen der Wiederherstellung. and in those promises of restoration, Und in diesem Versprechen der Herstellung, it talks about a few things. da redet es über verschiedene Dinge. A Messiah figure that will come up and bring God's rule to the earth. Eine Messias-Figur, die Gottes Herrschaft auf die Erde bringen wird. There's imagery of David's tree kind of being cut off. Ein Bild von Davids Stamm, der abgeschnitten A wird. shoot off the stump will come up. Und aus dem Stamm kommt unten nochmal ein neuer Schuss, neuer Ast auf. Isaiah talks about the suffering servant. Und Jesaja redet über den leidenden Diener. Jeremiah talks about a new covenant. Jeremia redet über einen neuen Bund. The old covenant was written on the stones, the 10 commandments written on stones. Der alte Bund wurde auf den Steinen geschrieben. And Jeremiah talks about the beginning of how, but man at that time had engraved into their hearts, as engraved in stone, sin and iniquity into their hearts. Und Jeremia redet darüber, wie die Menschheit zu der Zeit einfach schon But God says, Sünde in ihre Herzen eingeprägt hat. but God says, I'll bring a new covenant. Und Gott sagt dann, ich werde euch einen neuen Bund bringen. And that new covenant will not be engraved on stone. Und dieser neue Bund wird nicht auf Steine eingeprägt. It will be engraved on the heart of men. Wird auf das menschliche Herz eingemeißelt. Okay? And then they all shall know the Lord. Und sie sollen alle den Herrn kennen. Right? So that's some of the promises of the prophets. Das sind so ein paar der Versprechen der Propheten. Okay? And then we know we had the post-exile period. Und dann haben wir die postexilische Zeit. They rebuild, Sie bauen wieder auf. but it's just not as glorious as even the first Jerusalem and temple. Aber es ist einfach nicht so geil wie der erste Tempel in Jerusalem. And they struggle in the land. Und sie haben zu kämpfen im Land. But the prophets there that time says something greater is coming. Und die Propheten der Zeit sagen, aber es kommt noch was Großartiges. And as we got to, I think last week, Und wie ihr es letzte Woche gehört habt, Jesus comes. Jesus kommt. Alright? Gut, Let's go through some of this stuff. gehen wir ein bisschen da durch. Okay? He's the great sacrifice, right? Das ist das große, das große Opfer. He's in the line of David. Er ist in der Linie Davids. He lives the law perfectly by loving God, loving people. Er lebt das Gesetz perfekt dadurch, dass er Gott die Menschen liebt. He goes into Egypt, comes back, is baptized in the Jordan, Er geht nach Ägypten, kommt wieder zurück, wird im Jordan getauft. has the symbolic 40 days in the wilderness, Hat diese symbolischen 40 Tage in der Wildnis, not complaining about food, beschwert sich nicht über Essen. not bowing down to idols, Nicht so, kniet nicht vor den Götzen nieder. not tempting God. Er fordert Gott nicht heraus. So, in essence, Jesus is the true Israel, that's what they're supposed to be. Essentiell ist Jesus das wahre Israel, wie sie hätten sein sollen. Let's see. He goes up, gives this message on a mountain, Und er steht da auf dem Berg und predigt the new law, so to speak, das neue Gesetz sozusagen. the attitudes. Die
Ne? Seligpreisung. Die Seligpreisung, genau, danke. And then people are hungry and they're out in the wilderness and he feeds them. Und Leute sind hungrig und er gibt ihnen Essen. Sound familiar? Klingt das bekannt? Okay. He heals a leper, Er heilt Leprakranke, a bleeding woman, eine blutende etc., etc. und so weiter und so He weiter. raises a dead person. Er erweckt von den Toten. Okay, in the Levitical system, Das levitische System, if there's all this clean and unclean. da gibt es dieses Rein und Unrein. If you're a leper, you're unclean. Wenn du Lepra hast, dann bist du unrein. If you touch a leper, you're unclean. Wenn du jemanden mit Lepra angreifst, If you touch a dead person, you're unclean. wenn du den Toten anrührst, dann bist du unrein. You touch somebody else's blood, you're unclean. Wenn du jemanden mit der Blut ist, anrührt, dann bist du unrein. Simple fact, Einfach, if you have something that's dirty and you have something that's clean, wenn du was Dreckiges hast und was Sauberes and you rub the two of them together, und du reibst sie aneinander, do both things become clean or both things become dirty? werden beide sauber oder werden beide dreckig? Dirty. So Levitical system, logically, dirty makes things clean. Und Dirty things will make clean things dirty. okay, also vom levitischen System her ganz klar, dreckige Sachen machen saubere Sachen auch dreckig. Jesus comes, Jesus kommt touches the dead. und er berührt die Toten. He doesn't become unclean. Er wird nicht unrein. The dead becomes alive. Der Tote wird He lebendig. touches a sick person. Er berührt die Kranke. Jesus doesn't get sick or unclean, the sick person gets healed. Und Jesus wird nicht krank, sondern die kranke Person wird gesund. The leper, the bleeding woman, the Lazarus, on and on and on and on it goes. Und so geht das weiter und weiter. Death, over here, death triumphed over life. Hier hat der Tod über das Leben geherrscht. Jesus reverses it, life triumphs over death. Und Jesus dreht das um und sagt, Leben herrscht über den Tod. Cleanliness triumphs over dirtiness, uncleanness. Das Reine herrscht über das Unreine. Alright? Okay, so let's walk through the sacrifice of Jesus. Alright, Abraham. He's the promised son. Also Abraham hat den versprochenen Sohn. As in Isaac was supposed to be taken to the mountain, be sacrificed, it stopped, and it's called God shall provide the sacrifice. Abraham will seinen Sohn Isaac auf den Berg mitnehmen und opfern und das heißt es wird aufgehalten und das heißt Gott wird das Opfer für das Opfer sorgen. On that mountain, later in history, God provides the promise of His Son as the sacrifice. Auf diesem Berg später sorgt Gott für das Opfer. It happens in the land, Es passiert im Land. and Jesus becomes what we're talking about now this week. Is Jesus is the blessing. Israel's blessed to be bless the whole world. Und Jesus wird zum Segen für die Welt, zum Segen zu segnen. He takes upon the judgment of man upon himself. Er nimmt das Urteil auch über den Menschen auf sich. He is the final ultimate sacrifice. Er ist das finale, ultimative Opfer. Do you really cover Hebrews? Habt ihr Hebräer schon abgedeckt? In the very first week, Okay. or the second week, sorry. Okay. So, all right, good. So basically, Hebrews in like 10 seconds. Also Hebräer in 10 Sekunden. Jesus is not a Levite. Jesus ist kein Levit. He's under this order of Melchizedek we talked about. Er steht unter in der Nachfolge Melchisedeks, über den wir vorhin geredet haben. Because this new covenant we talked about in the prophets, Dieser neue Bund, über den wir geredet haben in den Propheten, he comes like a Melchizedek figure. der kommt wie eine Melchisedek-Figur. He comes to the nation that God created Er kommt zur Nation, die Gott geschaffen hat, as king, as a high priest, als König, als hoher Priester. and he brings a peace offering of bread and wine, Und er bringt ein Friedensangebot von Brot und Wein. and makes peace with the people of God. Und er macht Frieden mit den Menschen, mit dem Eternal Volk Gottes. Einen endgültigen Frieden. And he walks not into the earthly temple, Und er läuft nicht in den irdischen because Tempel. remember, this is merely a shadow of the cosmic temple of God, right? Und ihr erinnert euch, das hier ist nur ein Schatten des kosmischen Tempel Gottes. So in the cosmic temple, Jesus walks in and sits down.
Und im kosmischen Tempel, da läuft Jesus rein und setzt sich hin. Not like the Levite goes once a year, not and who has to leave. Jesus walks in under his own blood and sits down. Nicht wie die Leviten, die rein und wieder raus müssen. Nein, Jesus läuft rein unter seinem eigenen Blut und setzt sich hin. And as Hebrews put it, becomes an anchor of our soul in the holies of holies. Und wird da zum Anker für unsere Seelen im Allerheiligsten. Okay? And when he becomes the new temple, Wird zum neuen Tempel. he gives us eternal rest. Gibt uns Frieden. Okay, so we still got this. Also haben wir immer noch das da oben. Jesus is sacrificed. Jesus ist geopfert. There is shaking and clouds, da 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 da. Alles wird erbebt und Wolken und so weiter. And something happens in the temple. Und da passiert was im Tempel. What happens in the temple? Was passiert im Tempel? The curtain broke from the top to the. Yeah. And what is embroidered at the curtain? Und der Vorhang zerreißt im Tempel. Und was ist in den Vorhang eingestickt? What is? The cherubim guarding the way. The cherubim are dispatched. The entrance to the garden is open for man to walk in again. Die Cherubim werden entlassen und müssen den Eingang nicht mehr beschützen. Und es ist jetzt Möglichkeit, wieder in den Garten zu kommen. So we're able to walk in again Wir können wieder reinlaufen through Jesus, durch Jesus restore our relationship with God. und wiederherstellen unsere Beziehung zu Gott. And there's still things in work in progress. He's restoring our relationships between each other. Und was immer noch bearbeitet wird, wir And we get to Wiederherstellung unserer Beziehungen zwischeneinander. When we get to Romans, we'll talk about how creation longs and groans for the revealing of the sons of nature of God. Und wir sehen uns dann an im Römer, die Schöpfung sich danach sehnt, mit den Söhnen Gottes vereint zu sein. Because nature was put under a curse when we were. Die Natur wurde verflucht, als wir verflucht wurden. And so that relationship that we have, the curse with nature, will be lifted at the second coming. Und so wird das auch, dieser Fluch auch da aufgehoben. That is the story of the gospel. Das ist die Geschichte des Evangeliums. Everything from here, the story of the gospel is from Genesis to Luke. Die Geschichte des Evangeliums geht von 1. Buch Mose bis Lukas. Acts to Revelation is an application. Und Apostelgeschichte bis Offenbarung ist dann so die Anwendung. Okay? And so, Acts is the spreading of the gospel. Apostelgeschichte ist die Verbreitung des Evangeliums. What about John? You Sorry, said John. I'm thinking. John is. I'm No, thinking- it's okay. So it's the gospel is from Genesis to John. Okay. Okay. Also I'm Johannes thinking about him next. eingeschlossen, ich Okay, denke nur it's damit, wie Lukas und Apostelgeschichte It's not part of it. So, that's where we'll pick up after break. Und da machen wir weiter nach der Pause. Well, that's kind of presentation.